Heilung über Nacht. Das ist die Geschichte von Frankie, einen sehr lieben und guten Freund von mir. Vor circa 20 Jahren wurde bei Frankie Arthrose in beiden Schultergelenken festgestellt. In der rechten Schulter stärker ausgeprägt als in der linken. Mit Beanspruchung traten in der rechten Schulter sehr starke Schmerzen auf. Im Laufe der Zeit hat Gott auf wunderbare Weise Frankies Schulter immer wieder geheilt. Heute erzähle ich euch von meiner Lieblingsheilung. Es geschah während eines Online-Seminars, Beten mit Fasten. Frankie hatte die technische Leitung, indem er mehrere Bildschirme vor sich hatte, welche natürlich mit verschiedenen Tastaturen und Mäusen zu bedienen waren. Doch direkt am ersten Abend von insgesamt 7 Seminartagen wurden die Schmerzen so schlimm, dass er nicht mehr in der Lage war, eine normale Computermaus zu bedienen. Als er an diesem Abend in seinem Bett lag, betete er: Jesus, wenn du möchtest, dass ich mich morgen weiter um die Technik kümmere, bitte ich dich, mich zu heilen, denn sonst schaffe ich das nicht. Frankie bat sogar um eine komplett neue Schulter. Dann geschah es. Frankie lag auf dem Rücken und betete vor sich hin, als etwas seinen linken Unterarm berührte. Er schüttelte es weg, weil er dachte, es sei eine Fliege, und betete weiter. Kurz darauf berührte etwas wieder dieselbe Stelle. Frankie wurde stutzig. Er machte das Licht an, konnte aber nichts entdecken. Also legte er sich wieder hin und betete weiter. Doch dann erinnerte er sich an den Propheten Samuel, der von Gott mehrmals in der Nacht gerufen wurde. Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe vor dem Allerheiligsten brannte noch. Da rief der Herr: Samuel, Samuel. Ja, antwortete der Junge, ich komme. Und lief schnell zu Eli. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Aber Eli sagte: Nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh nur wieder schlafen. So legte Samuel sich wieder ins Bett. Aber der Herr rief noch einmal: Samuel, Samuel. Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Ich bin schon da, du hast mich doch gerufen, sagte er. Eli verneinte wieder: Ich habe dich nicht gerufen, mein Junge. Geh jetzt und leg dich ins Bett. Samuel wusste nicht, dass es der Herr war, denn Gott hatte bisher noch nie direkt zu ihm gesprochen. Doch nun rief der Herr zum 3. Mal: Samuel, Samuel. Und noch einmal lief der Junge zu Eli und sagte: Hier bin ich. Jetzt hast du mich aber gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an: Geh und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte: Sprich, Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst. Also ging Samuel wieder ins Bett. Da trat der Herr zu ihm und rief wie vorher: Samuel, Samuel. Der Junge antwortete: Sprich nur, ich höre, ich will tun, was du sagst. Aus 1. Samuel 3, Vers 1 bis 10. Frankie dachte, vielleicht möchte Jesus auch mit mir Kontakt aufnehmen. So betete er im Stillen: Herr, wenn du es bist, der mich berührt hat, dann berühre mich doch ein 3. Mal an dieser Stelle. Und um ganz sicher zu gehen, dass du es wirklich bist, 3 Mal kurz hintereinander.
Kaum hat er dieses Gebet zu Ende gedacht, spürte er 3-mal ein kurzes Tippen auf dem linken Unterarm und fiel in einen tiefen Schlaf. Frankie erwachte in der Einschlafposition, für ihn ungewöhnlich, denn normalerweise dreht er sich aufgrund der Schmerzen die ganze Nacht. Als er aufstand und sich streckte, stellte er mit großem Erstaunen fest, dass er komplett ohne Schmerzen war. Dankend sank Frankie auf die Knie und lobte Gott für seine Heilung. Das Seminar konnte er ohne Schmerzen mit viel Freude im Herzen weiterführen. Gott ist nicht nur ein redender Gott, sondern ein Gott der Berührung. Sei gespannt, wie dir Gott heute und in den nächsten Tagen begegnen wird. Der Herr segne dich.